So, nochmal schönen guten Abend. Vielen Dank für die Geduld. Leider sollte es heute Abend nicht sein, dass der Livestream zum Rennen kommt. Deswegen haben wir jetzt so lange gewartet. Aber jetzt können wir nicht mehr länger warten. Ich denke, wir starten jetzt durch. Man kann es dann immer noch später im Internet nachschauen. Ja, fangen wir mal vorne an. Liebe Gäste, liebes Team vom Fondau Museum, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch liebe Gäste weltweit. Ich darf Sie begrüßen im Namen der Firma Konrad Mollenhauer zu unserem Blockflötenquartett, was heute Abend zum Zauber der Harmonie für uns spielt und selbst durch dieses Repertoire führen wird. Mein Name ist Berthold Mollenhauer, ich bin einer der Geschäftsführer von Konrad Mollenhauer und ja, ich habe nochmal am Anfang jetzt ein großes Dankeschön für das Fondau Museum, das uns dies hier ermöglicht. Einmal diese wunderbare Ausstellung, die wir hier gestalten durften und zum anderen eben die begleitenden Veranstaltungen, die hier möglich werden und ohne die wären wir heute Abend nicht hier. 200 Jahre Holzblasinstrumentenbau. Ja, bin ich sehr stolz drauf, dass wir jetzt heute Abend die Spieler haben aus unserer Mitarbeiterschaft. Das ist für mich nicht selbstverständlich, dass die Mitarbeiter tatsächlich durch ihr Spiel auch dieses Jubiläum mitgestalten. Die Spieler selbst sind gelernte oder studierte Blockflötisten und Blockflötistinnen und sie sind neugierig darauf, ihre Instrumente einmal selber zum Klingen zu bringen und auch natürlich vor diesem großen Publikum oder sie haben auch Interesse daran, diese Instrumente zu spielen, um dann eine gute Kundenberatung machen zu können. Damit spannen wir den Bogen eigentlich in eine ganz alte Tradition zurück, weil schon von jeher waren die Instrumentenbauer und auch natürlich Kundenberater, wenn man es so nennen darf, meistens Spieler in Personalunion. Die Eigeninitiative möchte ich nochmal hervorheben, also sprich, die sind tatsächlich mit Herz und Seele dabei und bekommen auch Unterstützung von ihren Kollegen, dass sie sich immer mal Zeit nehmen können, wirklich zu üben für diese wunderbaren Stücke, die wir gleich hören werden. Vielleicht ist das auch ein Impuls für das Fuldaer Musikleben in nächster Zeit. Da lassen wir uns überraschen. Ich lade Sie ein zu dem ersten öffentlichen Blockflötenquartett der Mitarbeiter von Mollenhauer. Kurz vorstellen wollte ich Sie noch. Einmal haben wir hier die Sina Bayer, die Vera Jahn, die Beate Temper und den Nick Tarasow. So, viel Vergnügen und einen schönen Abend.
Ja, auch von uns ein ganz herzliches Willkommen und einen ganz wunderschönen Empfang. Es ist toll, dass so viele gekommen sind. Wir freuen uns sehr, vor allem, dass wir ohne Maske ganz eng zusammen musizieren können. Da haben wir uns sehr lange drauf gefreut und jetzt ist es möglich. Ja, wir führen durchs Programm. Sie finden auf Ihrem Programm 3 kleine Sternchen. Da werden wir etwas zu den Instrumenten erzählen, aber auch zu den Stücken und zum historischen Kontext. Ja, genau. Wir wollen Sie mitnehmen auf eine musikalische Reise. Einmal ist es eine Zeitreise in sehr entfernte Zeit, aber auch zu sehr unterschiedlichen Orten. Jetzt haben wir gestartet in Italien in der Renaissance. Das nächste Stück ist ebenfalls aus Italien und ja, wir haben einen Koffer dabei, das haben Sie vielleicht schon betrachten können, mit sehr vielen Instrumenten. Wir haben durchgezählt, wir haben 34 Instrumente dabei, alles Blockflöten, von ganz groß bis ganz klein. Viel Freude! Ja, Sie hörten zu Beginn 2 italienische Canzonas alla Francese mit dem typischen Anfangsrhythmus Jam, 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 haben Sie in allen Stimmen verfolgen können. Eine Canzona war zunächst ein weltliches Gesangsstück und Andrea und Giovanni Gabrieli, Onkel und Neffe, beide Kapellmeister an St. Marco in Venedig, haben dazu beigetragen, diese Canzona auch als selbstständiges Instrumentalstück einzuführen. Sie haben ja das erste gehört von Giovanni Gabrieli und die Canzona von Adriano Banchieri bezieht sich auf Vestiva i Colli von Giovanni Palestrina. Das war der Schlager zur damaligen Zeit,
Es gab zahlreiche zeitgenössische Komponisten, die dazu Variationen geschrieben haben oder Bearbeitungen. Die letzten davon entstanden sogar noch 50 Jahre nach der Veröffentlichung der Originalkomposition. Das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Riesenwirkung gehabt hat, europaweit. Folgen Sie uns nun auf unserer Reise nach England. Das erste ist ein sehr bewegtes, eigenwilliges Konsort. Eigentlich bedeutet Konsort eine Besetzung. Es gibt Blockflötenkonsorts wie hier, es gibt Gampenkonsorts, es gibt gemischte Konsorts, in dem dann Instrumente aus verschiedenen Familien spielen. Dieses Stück, was wir spielen, Konsort 21, stammt möglicherweise von Heinrich VIII. Sie erinnern sich bestimmt, das war der Herr mit den mehreren nicht wirklich glücklichen Ehen. Jedoch war er auch Musiker und Komponist und eines seiner bevorzugten Instrumente war die Blockflöte. In dem Manuskript Henrys Songbook finden sich über 100 Kompositionen, von denen 33 direkt dem König zugeschrieben werden und möglicherweise auch das Volkslied Greensleeves, was wir heute noch kennen. In dem Verzeichnis seines Nachlasses sind 49 Blockflöten verschiedenster Hersteller und Bauarten aufgelistet. Nach anderen Quellen waren es sogar 76. Es gab einen regen Kulturaustausch zwischen England und Kontinentaleuropa, doch tauchen bestimmte Elemente wie besonders gesangliche Melodien, unregelmäßige Phrasenlängen, rhythmische Unschärfen, schräge Harmonien und unerwartete Wendungen gehäuft in englischen Kompositionen auf. Hören Sie, wie John Ward in seiner Fantasia diese gegensätzlichen Motive vereint.
Blockflöten gibt es in verschiedensten Größen, das haben Sie ja hier schon bewundern können. Die gängigsten sind der Sopran in C. Das ist die bekannte Schulblockflöte, hat bestimmt fast jeder von Ihnen schon gespielt. Die Altblockflöte, die Tenorblockflöte, die Bassblockflöte. Diese vier werden zusammen das Vierfußregister genannt. Die Bezeichnung kommt von der Orgel, wo die größte Pfeife dieser Lage eben 4 Fuß lang ist. Das ist ja ein altes Längenmaß. Und wie Sie wahrscheinlich schon vermuten, gibt es auch ein 8-Fuß-Register. In dem werden wir jetzt dann spielen. Das sind dann Tenor, Bass, Großbass und Subbass. Seit einigen Jahren gibt es sogar noch tiefere Blockflöten. Das heißt, man könnte sogar im 16-Fuß-Register spielen. Diese Rieseninstrumente werden meistens in Blockflötenorchestern eingesetzt. Ja, auch sowas gibt es seit 20 Jahren mit so 40 Spielerinnen und Spielern ungefähr. Auch in der Höhe gibt es eine Erweiterung zum Vierfuß, nämlich das Sopranino und das Garklein. Das heißt wirklich so. Und Sie werden im Lauf des Programms ein Stück im Zweifuß hören, also Garklein, Sopranino, Sopran und Alt. Das ist zumindest gewöhnungsbedürftig. Normalerweise nutzt man diese hohen Instrumente wie auch die Piccolo-Querflöte im Orchester für besonders markante Stellen als Klangfarbe. Aber wie gesagt, wir wollen Ihnen das Vergnügen eines Zweifußregisters nicht nehmen. Sie werden es später hören.
Unsere nächste Station ist nun Spanien. Wir bewundern einen süßen Anblick in Si una dulce vista. Sie können sich denken, was das sein könnte, der süße Anblick. Und in dem nächsten Stück von Vázquez geht es auch um junge Mädchen und Frühling. Den anschließenden Saltarello ist ein italienischer Tanz, den haben wir hier in die spanische Sektion eingeschmuggelt. Das ist das angedrohte Stück im Zweifuß. Ja, wir verlassen die Renaissance, aber bevor wir das tun, würde ich gerne zu den Instrumenten noch etwas sagen. Sehr viele sind über meinen Tisch gelaufen. Ich bin sehr froh, diese Instrumente jetzt zu spielen, zu hören und ja,
zu merken, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert und was ich noch verbessern und verändern kann. Diese Instrumente sind von einem Instrumentenmacher aus dem 17. Jahrhundert in Nürnberg, und zwar namens Hieronymus Franziskus Kinsecker. Nürnberg war zu der Zeit ein sehr bekanntes Instrumentenherstellungszentrum, nicht nur für Blockflöten, sondern auch für andere Instrumente und später dann auch. Also das war nur eine Zwischenphase mit dem Herrn Kinsecker. Und diese Instrumente, ich nehme jetzt mal eins und zeige es Ihnen nochmal, sind sehr schön gedrechselt. Diese Originale liegen tatsächlich noch in Nürnberg. Also es ist so ein Set erhalten geblieben aus 2 Sopran, 2 Alt, 2 Tenören und ein F-Bassett, genau. Und das heißt, handwerklich waren das große Meister, ohne Strom, wohlbemerkt. Was sehr besonders war zu der Zeit, ist die Zweiteilung des Instrumentes. Das heißt, man hatte einen Kopf. Du kannst das mal bitte auseinanderschrauben. Ja. Genau, es gab einen Kopf und ein Unterstück. Eigentlich kennen wir das so, aber zu der Zeit war das etwas ganz Besonderes. Die Blockflöten damals waren einteilig davor. Also es gab nur ein Rohr, eine Pfeife, ein Rohr, genau. Diese Instrumente waren sehr grundtönig und haben sich sehr gut vermischt im Klang miteinander. Das heißt, wenn man so ein Register, ein ganzes Set hatte, hatte man einen sehr volltönenden Klang. Ich hoffe, wir haben das rübergebracht und Sie haben das hören können, egal in welchem Register, ob kleine Größen oder große Größen. Wir könnten noch ganz viel erzählen, aber ich glaube, wir gehen einfach weiter und reisen weiter in die Barockzeit und Beate erzählt dazu weiter. Genau, wir gehen zurück nach England, jedoch vorwärts in der Zeit und landen in London 1692. Dort findet gerade die Aufführung von Purcells Mini-Oper The Fairy Queen statt, basierend auf Shakespeares Sommernachtstraum. Sie wissen schon, Feenkönig und Puck und Esel und theaterspielende Handwerker im Wald. Das Shakespeare'sche Verwirrspiel wird durch Musikbühnenausstattung und allerlei Theatermaschinerie in der Wirkung enorm verstärkt. Und dem Zeitgeschmack folgend tanzt allerlei zusätzliches Personal durch die Handlung, so Angehörige exotischer Völker, grüne Männer, Affen und natürlich das Gefolge des Elfenkönigs und seiner Gemahlin. Wir haben für Sie 2 Tänze und eine kurze Arie ausgesucht. Folgen Sie uns ins Queen Theatre in London.
Der heute theoretisch gebräuchliche Kammerton von 440 Hertz wurde auf der bislang letzten Stimmtonkonferenz 1939 festgelegt und dann in der DIN-Norm und auch vom Europarat übernommen. 440 Hertz bedeutet, dass etwas, eine Saite, eine Luftsäule, 440 Mal pro Sekunde schwingt. Sie erinnern sich, dass ich theoretisch sagte. Einige Orchester spielen etwas höher, weil sie meinen, die Instrumente klingen dann brillanter. Für Streicher ist das kein Problem, die drehen einfach die Saiten ein bisschen hoch. Aber dann muss man das Klavier ein bisschen höher stimmen, damit die Geige noch dazu passt. Dann müssen alle anderen Blasinstrumente, die mit dem Klavier spielen wollen, auch höher gehen und so weiter. Inzwischen sind wir bei 442 Hertz angekommen, aber wir könnten noch lange nicht in allen Orchestern mitspielen. Das ist jetzt auch nichts im Vergleich zu früheren Zeiten, als jede Stadt ihre eigenen Stimmtöne hatte, und zwar mehrere. Einer wurde zum Beispiel durch die in der Hauptkirche vorhandene Orgel festgelegt, der Orgel- bzw. Chorton. Der Kammerton hingegen wurde in der fürstlichen Kammer verwendet. Das heißt, ein Musiker konnte nicht mit demselben Instrument am Hofe und in der Kirche spielen und schon gar nicht im Nachbarort. Aus praktischen Gründen wird alte Musik heute meistens mit Instrumenten gespielt, deren Stimmton bei 415 Hertz liegt. Damit liegt es das A 415 Hertz einen Halbton unter dem 440er A. Das wirkt sich auf die Physik der Instrumente, also den Bau und damit auch auf den Klang aus. Hören Sie selbst, wir spielen die folgenden Sätze des französischen Organisten Louis-Antoine Dornel in 415.
Wir machen einen Zeitsprung ins 20. Jahrhundert, in dem nach gängiger Lehrmeinung die Blockflöte wiederentdeckt wurde. Der Herr Tarassow wird Ihnen sicher in seinem Konzert am 22. was anderes erzählen. Hans-Ulrich Steps, selbst Blockflötenspieler, komponierte unter anderem sehr instrumentenspezifische Stücke für Blockflöte, von denen bis heute viele zum Standardrepertoire gehören. In seinen 7 Flötentänzen beschreibt er musikalisch verschiedene Flötentypen. Wir haben 4 davon für Sie ausgesucht. Schalmi ist ein alter Name für Schalmeien oder Rohrflöten. Chakan, eine noch heute in Südosteuropa gespielte Stockflöte mit 6 Grifflöchern, die dann auch noch Eingang in die Kunstmusik gefunden hat. Syrinx ist eine Panflöte. In den Metamorphosen Ovids verschmäht die Najade Syrinx als Anhängerin der jungfräulichen Artemis die Liebe des Hirtengottes Pan. Und auf der Flucht vor ihm wird sie auf ihr Bitten hin in Schilfrohr verwandelt. Als der Atem des frustrierten Gottes durch das Schilf streicht, entsteht ein ergreifender Klang. Pan schneidet sich daraufhin Schilfrohr und fertigt sich mit Hilfe von Wachs die Syrinx genannte Hirtenflöte. Und Sambuca ist eine Pfeifenart aus Holunder gefertigt. Vielleicht können sich manche von Ihnen noch erinnern, dass man früher Holunderästchen genommen hat, das Mark rausgedrückt hat und dann mit einem Stöckchen rauf und runter gefahren, dass es so einen glissando-artigen Ton erzeugen konnte. Nach diesen Werken der klassischen Moderne bewegen wir uns in Richtung der leichten Muse. Der Amerikaner, nein sogar New Yorker, dann in die Schweiz ausgewanderte Alan Rosenheck schenkte den Blockflötenensembles und Orchestern zwingende und assoziative Stücke mit Titeln wie Christmas in New York oder Wild West Suite. Wir spielen für Sie die alte Standuhr am Sonntag aus der Sammlung Rosenheckenrosen und den nicht so ganz traurigen Blues für Emma.
Vielen Dank. Wir haben ein bisschen abgekürzt. Ich wollte eigentlich noch was nach dem Bach, nach dem Kontrapunktus etwas zur Orgelpfeife sagen, aber wir canceln das einfach. Ich rede einfach mal über diese modernen Instrumente. Ich glaube, das ist viel interessanter. Das ist auch eine Blockflöte, ob Sie es glauben oder nicht. Keine Klarinette, keine Oboe, einfach schlicht eine Blockflöte. Es sind Klappen da dran und auch hier oben am Mundstück bzw. am Schnabel ist ein Rädchen und ist eine andere Farbe. Die Blockflöte ist in der modernen Zeit eine riesengroße Spielwiese. Das Instrument ist ja nicht fertig konzipiert. Es gibt sehr, sehr viele Versuche, dieses Instrument eben weiterzuentwickeln und lauter zu machen, zum Beispiel einfach einen größeren Tonumfang zu schaffen. Und das ist uns hier ja gelungen. Ich schätze schon. Der Nick hat da noch auch so Instrumente gespielt mit Klappen unten dran. Das ist unsere moderne Altblockflöte. Auch das ist ein Versuch. Dankeschön. Diese Welt der Blockflöte noch ein bisschen bunter zu machen. Genau, die moderne Altblockflöte. Auch über 3 Oktaven spielbar und nicht nur wie die barocken Blockflöten über 2 Oktaven. Also, ja. Gut. Beate? Nein? Gut, wir spielen weiter. Emmas Blues.
Bevor wir nun zum letzten Stück des offiziellen Programms kommen, möchten wir uns bei Ihnen bedanken für Ihr Kommen und dass Sie sich auf die Begegnung mit dem übel beleumundeten Instrument Blockflöte eingelassen haben. Erzählen Sie gerne allen, was Blockflöte noch sein kann, außer der kleinen Schulblockflöte. Dass wir Ihnen einen Teil der großen Vielfalt an Instrumenten und Literatur vorstellen konnten, verdanken wir unserem Arbeitgeber, der Firma Konrad Mollenhauer, die uns die meisten der verwendeten Instrumente für dieses Konzert zur Verfügung gestellt hat. Ein paar Fremdinstrumente haben wir auch mitgenommen auf dieser Reise. Herzlichen Dank an die Familie Mollenhauer und alle anderen Verantwortlichen, die nicht nur die Idee dieses Konzertes unterstützt, sondern durch die großzügige Instrumentenleihe auch maßgeblich zum Gelingen beigetragen haben. Vielen Dank.
Wir spielen für Sie einen skandinavischen Ragtime von Björn Hagwall. Wenn Sie mehr hören möchten, kommen Sie zu den Konzerten, die begleitend zur Ausstellung noch stattfinden. Am Sonntag, den 15.05. spielen Bläserquintette der Musikschule der Stadt Fulda. Und am Sonntag, den 22.05. wird Nick Tarasov Sie mitnehmen auf eine Reise durch die Geschichte der Blockflöte. Einen Blick in unsere Werkstatt werfen können Sie bei einer Führung am Freitag, den 13.05. und beim Tag der offenen Tür am 19.06. Wir würden uns sehr freuen, Sie dort zu sehen. Gerne dürfen Sie mit Fragen und Anmerkungen auch gleich anschließend an das Konzert noch auf uns zukommen. Einen schönen Abend.